Hallöchen und herzlich willkommen. Wir sind nach einer Mini-Sommerpause wieder am Start. Ich bin Dominik, das ist immer noch Jan und wir sind immer noch bei OneFootball und wir sind beide hier im privaten Rahmen unterwegs. Ganz genau, und wie man sieht, haben wir diese kurze Sommerpause für eine gute Bräune, eine gesunde De Bruyne genutzt. Und hey, bei mir hat es sogar die Haare beeinflusst. So viel Sonne habe ich hier abbekommen. Aber jetzt wollen wir auch gar nicht lang um den heißen Brei herumreden, weil ich habe hier noch was zu lösen, ne? Exakt, so sieht das aus, genau. Ja, ich glaube, also, dass es ein Italien-Trikot ist, das ist sehr deutlich. Es ist ein Heimtrikot, das ist auch klar. Jawohl. Balotelli, ich glaube, wir hatten es im letzten Video schon gezeigt. Wir hatten es gezeigt, ich kann es ja nochmal schnell. Unverkennbar, Balotelli. Ja. Und allein, weil es Balotelli ist, bin ich mir sehr sicher, dass es nicht von 2012 sein wird, dass du auch richtig, dass du uns oder dass du dir selbst das auch nicht antun würdest, ja. Dieses Trikot dir zuzulegen. Dann bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Also es wird so irgendwann zwischen der EM 2012 und der WM 2016 sein. Also entweder EM 2014 oder WM 2016. Du verwechselst gerade. WM. Entschuldigung, stimmt. Ist natürlich. Da nicht Deutschland Weltmeister geworden? Da war ja was. Bei der EM 2014? Stimmt, also aber eines der beiden Großereignisse und ich tendiere eher zu 2016. Ich habe irgendwie so das Gefühl, Antonio Conte daneben stehen gesehen zu haben. Bin mir aber wirklich sehr unsicher. Aber 2016 Heimtrikot, also 15, 17. So. Ersetze Antonio Conte durch Cesare Prandelli und du hast die WM 2014 tatsächlich. Es ist, also klar, Überschneidung, ja. Das hatten wir in dem Rahmen schon mal geklärt. Länderspieltrikots gibt es ja immer für eine längere Zeitperiode. Aber in dem Fall ist es sozusagen WM 2014 tatsächlich. Die Jüngeren und Älteren von euch werden sich daran erinnern, Puma brachte 2 verschiedene Paar Schuhe auf den Rasen. Mit diesen Pink und Blau. Und das ist tatsächlich das Design der WM 2014. Den Italienern hat es weniger Glück gebracht. Die sind nämlich in der Gruppenphase damals schon rausgeflogen. Unter anderem gegen Uruguay verloren mit 1:0. Costa Rica war noch dabei. Und jetzt kommt England. Ja, aber auch... Also ich meine, immerhin waren sie bei der WM noch dabei, anders als 2018. Aber gut, das erklärt dann auch so ein bisschen, warum ich nur so sehr verschwommene Erinnerungen an dieses Trikot hatte, wenn es halt nur maximal 3-mal getragen wurde. Genau, kleiner Hint tatsächlich, aber das wissen nur die wenigsten. Dieses kleine Designelement wurde später von Dortmund Auswärtstrikot in Schwarz und Gelb tatsächlich nochmal aufgenommen. Aber wie gesagt, das ist jetzt, das wissen wirklich nur die allerwenigsten. Vorbei ist die EM noch nicht. Aber für uns ist das schon so ein bisschen abgehakt. Wir haben auf die Heimtrikots geschaut, wir haben auf die Auswärtstrikots geschaut. Was bleibt da noch? Bei der EM eben nichts mehr. Aber es läuft ja noch ein Großereignis, nämlich die Copa America, weshalb wir unser Design hier so ein bisschen angepasst haben. Gut, jetzt Italien nimmt tatsächlich nicht teil, es ist nicht Südamerika. Verwechslungsgefahr besteht durchaus. Aber Brasilien nimmt teil. USA hat in der Vergangenheit auch schon mal teilgenommen, bei dem 100-jährigen Jubiläum. Und genau, heute reden wir entsprechend über die 10 Mannschaften, die teilnehmen, über deren Heim- und Auswärtstrikots, machen wieder ein Ranking und da es aber weniger Vereine sind als bei der Europameisterschaft, haben wir uns dazu entschlossen, Heim- und Auswärtstrikots zusammenzufassen. Und den Anfang, Dominik, den darfst gerne du machen mit deiner Top 3. Jo, ich beginne gleich mit einer Reminiszenz, jetzt wird es relativ schnell sehr kompliziert, und zwar Chile auswärts. Die Chilenen, aber das ist ja dann nochmal eine andere Geschichte mit ihrem Ausrüster, haben jetzt mittlerweile Nike, was ich persönlich eigentlich immer ganz gut finde. Ich finde, Nike tobt sich im Zweifel immer noch ein bisschen mehr aus. Und beim Auswärtstrikot, und da merkt ihr einfach, wir sind in so einem ganz komischen, ekligen Nischenthema drin, das hat mich an ich glaube, es ist das Auswärtstrikot von Club America aus der Saison 2017, 2018 erinnert. Denn dieser komische, also ich nenne es Federschmuck. Ja. Es ist wahrscheinlich offensichtlich kein Federschmuck, aber dieses Design, gut, wie gesagt, erinnert mich total dran, weil ich gesagt habe, ich habe das schon mal irgendwo gesehen. Andererseits finde ich das irgendwie auch gar nicht so schlecht, weil irgendwie sowieso bei Auswärtstrikots sich manche Ausrüster auch mal ein bisschen mehr austoben und sich auch mal ein bisschen mehr trauen. Und ich glaube, gerade bei den Chilenen kommt so eine, wenn man den Arturo Vidal quasi noch den nächsten Strich oben auf dem Kopf hat, dazu noch dann die Streifen auf dem Trikot, ein schöner dynamischer Look.
für ein Auswärtstrikot der Chilen. Ja. Also es hat wirklich in meinen Augen auch so ein bisschen was von einem Gefieder. Und ist die Frage, wie hoch fliegen sie diesmal, nachdem sie 2015 und 16 zweimal den Titel gewonnen haben? Gucken wir mal, aber schickes Trikot. Das waren die Chilen bis hierhin. Jetzt würde ich hier eine coole Überleitung machen mit Chile und Ecuador. Mach du einfach weiter. Ich habe keine Ahnung, was man da machen kann. Genau, und damit sind wir bei mir auf Platz 3. Ecuador. Ein Team, was gar nicht so viel mit Chile verbindet, weshalb die Überleitung tatsächlich sehr schwer fällt. Außer, dass beide in diesem Turnier definitiv gegen Argentinien spielen. Ja, Chile war in einer Gruppe mit Argentinien. Ecuador ist der nächste Gegner der Argentinier, nämlich im Viertelfinale. Das ist also nicht schon eine kleine Überraschung. Ecuador, krasser Außenseiter. Hätte wahrscheinlich auch bei den Trikots nicht unbedingt jemand auf dem Schirm gehabt, aber genau deswegen, also ich finde es immer ganz nett, das meine ich bei den EM-Trikots ja auch schon mal mit Nordmazedonien, so einen Außenseiter dabei zu haben und das halt in vielerlei Hinsicht, denn es ist nicht nur eine kleine Nation, eine kleine Fußballnation, sondern wir haben mit Marathon einfach auch einen Ausstatter, der eigentlich aus europäischer Sicht gar keine Rolle auf dem Fußballmarkt spielt, aber bei der Copa einfach 3 Teams ausstattet. Und vor allem das Heimtrikot der Ecuadorianer, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, finde ich sehr gelungen. Es ist angenehm schlicht, es ist so blau bzw. schwarz, so irgendwo dazwischen und gelb im Blockstreifendesign. Die gelben Streifen sind ein bisschen dünner. Und ich finde das sehr schlicht, aber sehr angenehm, auch gerade deswegen, weil das Marathon-Logo und dann das Wappen des ecuadorianischen Verbandes, das passt genau in diesen dunkelblauen Streifen oben rein. Dazu hat man noch den dunkelblauen Kragen und insgesamt finde ich das einfach sehr harmonisch, sehr angenehm. Platz 3. Es war verdammt schwer, eben von Chile auf Ecuador zu kommen. Wie komme ich denn jetzt von Ecuador zurück zu Chile? Ja, es ist schwierig, denn bei mir auf Platz 2 steht jetzt auch Chile, allerdings das Heimtrikot, damit wir ein bisschen Abwechslung drin haben. Nein, Spaß, mir gefällt halt einfach das Heimtrikot besser. Auch finde ich eine Mischung aus so sehr schlichtem Design, weil auf den ersten Blick du hast halt vor allem eine rote Front, du hast weiße Ärmel und dann hast du so einen blau-weißen Kragen. Aber tatsächlich finde ich, hat das Trikot noch mehr, nämlich hat es auch wieder diese klassischen Seitenstreifen, mittlerweile klassischen Seitenstreifen. Und da sind wie so Diamanten drin. Und das wirkt auf den ersten Blick, wirft das noch so ein bisschen Fragen auf. Und dann schaut man sich noch die Hose an, die dasselbe Design aufgreift. Und dann auch noch die Stutzen. Und es ergibt so ein 8-Bit-Look. Irgendwie, es erinnert so ein bisschen an, ich weiß nicht, so an die Gaming-Welt der 80er, frühen 90er Jahre mit Tetris, Pac-Man und was da nicht alles so unterwegs war, Super Mario noch. Und irgendwie finde ich das ganz nice, auch wenn ich jetzt nicht so den Bezug zu Chile sehe, aber ich finde es ganz cool, es ist ein bisschen was anderes. Es verbindet aber eben auch die Landesfarben mit einem gewagten Design oder mit einem etwas besonderen Design. Und vor allem finde ich, hat dieses Trikot auch noch eine ganz besondere Geschichte. Nämlich deswegen, weil Chile so ein bisschen Chile ist in einem Rechtsstreit mit Nike, mit Ausstatter Nike. Das ist ja eben schon mal angeschnitten. Und da steht eine Klage vom chilenischen Verband gegen Nike im Raum. Es geht um ausstehende Zahlungen. Und die Chilenen sind in ihrem Protest relativ kreativ geworden. Nämlich haben sie angefangen, das Nike-Logo auf der Brust abzukleben. Nämlich mit einer chilenischen Länderfahne oder Länderflagge. Und die Stutzen, die haben sie zuletzt auch mal andersrum getragen. Also quasi die Innenseite nach außen, damit das Nike-Logo eben gespiegelt angezeigt wird und das irgendwie nicht mehr so richtig Werbung für Nike ist. Und das finde ich, macht dieses Trikot nochmal so ein bisschen besonderer. Und weshalb es bei mir dann eben auch auf Platz 2 landet. Das war mein zweiter Platz. Jetzt geht es mit Dominiks zweiten Platz weiter und ich habe so das Gefühl, dass der uns rockt. Ich rocke! Ja, genau. Jetzt können Sie sich meinetwegen hier kurz Sportfreunde Stille anhören, falls Sie den Wink nicht mit dem Soundfall nicht verstanden haben. Wir kommen zu Paraguays Auswärtstrikot, was wahrscheinlich trotz alledem auch von Roque Santa Cruz eventuell getragen werden wird. Und weil ich ja schon gerade bei diesen Trikots aktuell in diesem Flashback-Moment war, ist mir direkt die Schärpe aufgefallen. Die relativ markante, aber auch nur angedeutete Schärpe, was ich eigentlich ganz schön finde als Stilmittel, dass du einfach sagst, hier könnte die Schärpe weitergehen, aber das wollen wir gar nicht unbedingt. So haben wir auch noch den Platz, um eine eventuelle Nummer vorne drauf zu platzieren und die eben nicht durch die Schärpe gebrochen wird. Aber jetzt sagt der erfahrene Trikottausch-Zuschauer oder ZuschauerInnen, Schärpe, da war doch schon mal was. Richtig, die Niederlande haben dieses Design auch schon mal
getragen. Nicht von Puma, sondern damals bei Nike. Und haben das, meine ich, bei der WM 2006 getragen. Ich glaube sogar im Klopperspiel gegen Portugal. Da ist es mir nämlich eingefallen. Ich glaube 10 gelbe und 4 rote Karten oder Mindestens. so am Ende. Ungefähr sowas. Und die haben die Schärpe sozusagen damals durchgezogen und haben aber zwischen der Schärpe und der Nummer wie so einen Grafikraum gelassen, dass die Nummer genau reingepasst hat. Das hat sich jetzt Puma in dem Fall gespart, aber tatsächlich auch die Farbe mit der Reihenfolge Rot, Weiß, Blau, genau das gleiche Ding. Und das finde ich, es kann manchmal so einfach sein. Und man muss aber auch nicht jedes Design komplett bis zum Ende durchziehen. Deswegen sehr schick und sehr clever geregelt. Definitiv schick, ja. Und damit sind wir schon wieder bei Gold, beziehungsweise Platz 1, beziehungsweise in diesem Fall Brasilien. Brasilien heim, jetzt sagt ihr vielleicht relativ schnarchig, die sehen doch immer gleich aus. Ja, und genau darum geht es mir auch tatsächlich. Brasilien hat, ich glaube, ja, im Prinzip seit den 1950ern treten die zu Hause mit gelben Trikots auf. Gelb, Gold, es variiert ja tatsächlich immer ein bisschen. Dazu immer ein bisschen grün, genau wie hier auch. Das Einzige, und jetzt kommt es tatsächlich ein bisschen auf die Details an, hier kann man es vielleicht noch ganz gut erkennen, dass das alte Brasilien-Logo, das 7:1 Brasilien-Logo, die Deutschland-Fans werden hellhörig, der brasilianische Fußballverband, der einen wunderschönen portugiesischen Namen hier eingeblendet hat, und mein Portugiesisch ist leider nicht gut genug, dass ich es klangvoll aussprechen kann, hat sich dazu entschieden, das Design zu bearbeiten und hat gesagt, ab November 2019 ungefähr werden wir mit einem neuen Logo ans Start gehen, was fairerweise gar nicht so viel anders aussieht als das bisherige, denn das Kreuz des brasilianischen Fußballverbandes und das CBF, also die Abkürzung, ist weiterhin erhalten. Nur im Logo selbst finden sich jetzt neben dem gelben Strich auch ein weiterer blauer Strich und, das habe ich allerdings mich ein bisschen verwundert, sie sind eher auf einen hellblaueren Ton gegangen beim Wappen. Also seit November oder Dezember ungefähr 2019 haben die Brasilianer ein neues Wappen, bleiben aber dennoch ihrem Standarddesign sozusagen treu. Und ich finde auch einfach dieses Trikot und diese Kombination weckt für mich immer direkte Erinnerung. Egal an welche Epoche, aber es sind immer geniale Fußballer, du hast immer irgendwie Bock zu kicken und wenig Farbkombinationen können bei mir so einen Hype auslösen wie das für den Brasilianer. Und im Zweifel denkt man eben an dieses tolle 7:1, was jetzt für uns so sehr toll ist. Ja. Und ansonsten, was den Namen des Verbandes betrifft, vielleicht können wir da ja irgendwie uns mal eine Lehrstunde von FC Wonderkid geben lassen. Der kann ja diese portugiesischen Namen immer ganz wunderbar aussprechen. TikTok-Fans wissen, was ich meine. Bruno, Palhinha und Renato. Aber auch für mich, also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch noch ganz interessant an dem Trikot, dass man an den Ärmelenden und auch an dem Kragen selbst hat man da nicht einfach nur was Grünes gemacht. Also das heißt einfach nur was Grünes, ist ja trotzdem größtenteils grün. Aber man hat noch irgendwie so ein leichtes Muster reingebracht, um so ein bisschen so einen Hauch von Variation noch mit drin zu haben. Also ist das auch schön, ja. Wir kommen zu Jans Platz 1 und da ist mir sogar eine Überleitung eingefallen, denn Brasilien und dein Team haben tatsächlich auch eine relativ interessante sportliche Beziehung. Du hast gerade das 7:1 schon angesprochen. Wir nehmen mal die andere Schmach im Maracanã mit auf und dann kommen wir zu deinem Team, Richtig. was allerdings schon in den 50ern lag. Genau, da sind wir im Jahr 1950 und sprechen nämlich von Uruguay. Genau genommen geht es jetzt in meinem Fall um das Auswärtstrikot von Uruguay. Das ist ein Template, das werdet ihr als Trikotfans jetzt schon kennen, weil weil Puma das nämlich eigentlich jedem Team mittlerweile aufgerückt hat als Auswärtstrikot. Und das hat an manchen Stellen mal so ein bisschen mehr, manchmal auch ein bisschen weniger Reibung verursacht, so gerade auch mit dem Traditionsbewusstsein, weil eben das Wappen ja in den Hintergrund tritt und dann nur noch als Muster eingearbeitet ist. Ich finde aber, dass es bei Uruguay sehr gelungen ist. Es ist eine sehr schöne Farbkombination. Also man könnte es als sehr schlicht abstempeln, vielleicht sogar als langweilig, wenn man es böse meint. Ich finde aber, dass es in dem Fall eine richtig, richtig tolle Kombination ist. Wenn man vorwiegend weiß hat, dann hat man so ganz dezente hellblaue Akzente. Man hat güldene Akzente mit dem Schriftzug und mit dem Puma-Logo. Und dann hat man eben im Hintergrund als Muster, als sich wiederholendes Muster, hat man das Verbandswappen. So schade aus Uruguay-Sicht ist natürlich, dass dann die 4 Sterne, die 2 WM-Titel und die 2 Olympiatitel, die Uruguay mal errungen hat, dass die in den Hintergrund treten, was dann sicherlich auch bei der
ja, bei den Fans nicht so viel Freude verursacht hat, aber was zumindest optisch, finde ich, sehr viel hermacht und deswegen in meinen Augen das schönste Trikot bei der diesjährigen Copa ist. Damit sind wir schon wieder beim Full Kit Wanker der Woche angelangt, der diesmal nicht aus England kommt, wir werden immer besser, sondern aus, Niklas wird sich freuen, Dänemark. So ist es, aber er trägt trotzdem nichts Dänisches, sondern zeigt sich in voller PSG-Montur. Heimtrikot, passt. Und dann müssen wir, glaube ich, aber schon Abzüge in der B-Note nehmen, ne? Weil Jetzt wird es dann schon langsam kritisch. Die Hose immerhin Nike, Ja. so fair dürfen wir bleiben. Die Stutzen, richtiger Verein, das dazu, aber dann schon Third Kit, weil Jordan-Logo, also schon irgendwo Nike, aber ja auch eher schon Jordan. Dann auch noch schwarz, Ja. statt dem dunkelblau. Ja, aber gut gemeint. Ich meine, immerhin, er hat Fußballschuhe dabei, selbst noch einen Fußball auf dem Sofa und er liest Zlatan. Ja, also da holt er sich dann doch nochmal Pluspunkte. Aber ich glaube, so ganz leichte Abzüge müssen wir trotzdem vornehmen. Absolut. Ich wäre so bei 9 von 10. Ja, da gehe ich gerne mit. Damit sind wir auch schon wieder bei unserer Storytime angelangt und von der Goldgrube Kaschersport in Bremen heute Zur Goldgrube Benjamin Kulow, unser Chef bei sehr gut. OneFootball, Sehr der gut. nämlich freundlicherweise Grüße gehen raus. Genau, Grüße gehen raus und ein Dankeschön, der uns freundlicherweise ein paar Trikots seiner beachtlichen Sammlung zur Verfügung gestellt hat. Gestiftet. Ja, gestiftet quasi. Gestiftet. Es ist, ja genau, es ist keine Dauerausstellung, es ist Ja. nur eine temporäre. Und da war eben auch dieses Schmuckstück aus Frankreich dabei. Der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, damals konnten Benzema und Valbuena noch miteinander, hast du schon richtigerweise festgestellt. Debuchy musste damals noch rechts außen spielen und Nasri war ein hoffnungsvolles Talent. Wir springen nämlich zurück zur EM 2012 und Frankreich damals, ja, eigentlich im Grunde letzten Endes trotzdem ähnlich erfolgreich wie heute. Sie haben es nämlich nicht ins Halbfinale geschafft. Ja, dieses Mal haben sie es nicht mal ins Viertelfinale geschafft. Damals haben sie es noch ins Viertelfinale geschafft, aber auch nur, weil das Viertelfinale direkt nach der Gruppenphase kam. Die gute alte Europameisterschaft, muss man sagen, als Tabellendritter noch einfach rausgeflogen sind. So war das damals vor 9 Jahren. Jedenfalls ein richtig schönes Exemplar, wie ich finde, mit dem Stehkragen. Das war ja gut 2 Jahre, nachdem sie von Adidas zu Nike gewechselt waren. Und Nike hatte dann ja vor allem zu Beginn nicht nur mit dem Trikot, sondern auch mit weiteren Trikots vor allem auf diese dezenten Querstreifen gesetzt, die man so von diesem klassischen Marine-Look, diese klassischen französischen Shirts auch kennt, gesetzt. Dazu goldene Applikationen, sowohl am Logo, beim Swoosh, als auch oben noch am Kragen, der sich sowieso noch mal in einem etwas helleren Blauton absetzt. In der Summe finde ich ein richtig schönes Shirt, nur sportlich, wie gesagt, für die Franzosen sicherlich nicht die beste Erinnerung. Und von der französischen Storytime geht es jetzt schon zum Quiz der Woche. Genau, und damit wechseln wir schon wieder den Kontinent. Ne? Wir haben angefangen mit Italien in Europa, dann sind wir rüber nach Südamerika, wieder zurück nach Europa und jetzt geht's wieder nach, Nordamerika zumindest. So viel sei schon mal gespoilert. Nicht mit diesem Exemplar und Ui. ich muss schon mal noch dazu erwähnen, falls das hier falsch herüberkommen sollte, ich habe bewusst hier unten 2 Stellen abgeklebt, weil da doch relativ auffällig Jahreszahlen standen. Okay. Und das hätte es Dominik und vielleicht auch euch dann doch ein bisschen leichter gemacht. Und Dominik, du überlegst noch? Ich überlege, ja. Ich glaube, ich habe Ein- aber auch zumindest schon mal eine Idee. Eine Woche hast du jetzt Zeit, Mhm. genau wie ihr da draußen. Und gleiche Spielchen wie immer, lasst gerne einen Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, alles was irgendwie Interaktion ist. Wie gesagt, ihr dürft uns auch immer gerne Fotos für den Full Kit Wanker einschicken, da kam jetzt zuletzt leider nichts, weshalb wir uns wieder was rausgesucht haben. Und ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Das war's von uns und Sinedin, bis dann.